Vor 10 Jahren wurden in Amazonien jede Minute des Jahres 4 Fußballfelder Wald abgeholzt. Heute ist es noch 1. Insgesamt 5000 Quadratkilometer pro Jahr. Einer der Gründe für die Verringerung, der Einsatz moderner Satellitentechnik. Wir können die Geschwindigkeit der Abholzung feststellen. Das ist ein Indiz, dass da jemand in einer Region groß investiert. Eine solche Abholzung kann dann sehr schnell gehen und großen Schaden anrichten, wenn wir nicht sehr schnell einschreiten. Das obere ist ein Bild aus dem Jahr 2010. Hier gab es noch Wald, auch wenn er nicht mehr ganz intakt war. Auf dem unteren Bild von 2015 sehen wir, dass der Wald komplett abgeholzt ist. Das sind die Flächen in rosa. Hier steht kein Wald mehr. Was tun Sie, wenn Sie so etwas entdecken? Wir schicken eine Einheit hin, um das zu überprüfen. Wir suchen nach den Verantwortlichen dieses Umweltverbrechens. Manchmal auch, indem wir herausbekommen, wie die Besitzverhältnisse sind. Auch ein Fußballfeld Abholzung pro Minute ist natürlich noch viel zu viel. Tatsächlich fehlen der Umweltbehörde Personal und Geld. Hier auf diesen Bildern kann man es gut nachvollziehen. Die abgeholzten Flächen werden in rosa dargestellt und können so gut verglichen werden. Das sind Bilder vom Juli 2015. Wir können hier ganz genau neue abgeholzte Flächen sehen. Am nächsten Tag, wenn der Satellit wieder über das Gebiet fliegt, ist es hier abgeholzt. Und so wächst die abgeholzte Fläche. Bei jedem Überflug. Die Zerstörung schreitet fort. Hier neue Gebiete. Heute kennen schon viele unser Satellitenerkennungssystem und holzen immer nur kleine Gebiete ab. Das macht es schwerer, die Stellen mit dem Satelliten zu finden. Unsere Lösung sind Satelliten, die noch schärfer sehen können, um auch schon kleine Abholzfronten zu erkennen. Geleitet wird die Umweltbehörde IBAMA seit vergangenem Mai von Präsidentin Marilene Ramos, einer Spezialistin für nachhaltige Entwicklung. Ich glaube, das Ausland könnte uns dadurch helfen, dass Teile unserer Aktivitäten finanziert werden. Wir brauchen auch gemeinsame technologische Projekte, um noch effizienter zu arbeiten. Amazonien liegt zwar in Brasilien, aber die Rechnungen für die Erhaltung müssen wir uns teilen. 12% des Süßwassers der Erde sind im Amazonas-Urwald gebunden. Die Bedeutung für das globale Klima riesig. An diesem Morgen macht sich das SEK zu einem illegalen Sägewerk auf. Unser Ziel heute ist ein illegales Sägewerk, das wir gestern entdeckt haben. Aber wir haben noch weitere im Visier. Wenn wir gut vorankommen, wird es also mehrere Zugriffe geben. Das wird Givanildo vor Ort entscheiden. Und Rafael ist dafür zuständig, dass wir sicher zurückkommen. Zur Absicherung begleiten heute 10 örtliche Polizisten den Konvoi. Bei der Abfahrt wissen diese noch nicht genau, wo der Einsatz stattfinden soll, damit auch wirklich nichts durchsickern kann. Denn die Holzmafia hat auch Spitzel bei der Polizei. Dieses Sägewerk hatte noch nie eine Genehmigung. Auch eine legale Herkunft des Holzes wurde nie nachgewiesen. Es gibt dort übrigens auch gar keine Wälder mehr. Die Stämme können nur aus dem Indianerschutzgebiet kommen und dürfen natürlich nicht gesägt werden. Am Tag vorher hatte ein IBAMA-Hubschrauber das illegale Sägewerk aus der Luft entdeckt und gemeldet. Es liegt nur etwa 2 Kilometer außerhalb des Indianerschutzgebietes. Nach 4 Stunden Fahrt ist der Konvoi am Ziel. Die 10 Polizisten sichern die Umgebung. Das Sondereinsatzkommando durchsucht das Gelände. Wie ist die Lage? Wir sind angekommen. Wir haben keinen Arbeiter angetroffen. Hier liegen jedoch viele unterschiedliche Stämme von heimischen Hölzern herum. Diese wurden ohne Genehmigung der zuständigen Behörden verarbeitet. Das ist ein Umweltverbrechen. Und alle Gerätschaften, mit denen dieses Verbrechen hier begangen wird, werden wir zerstören. Vor 3 Jahren hatte das IBAMA hier schon einmal Maschinen beschlagnahmt.
Die haben hier bis gestern gearbeitet, bis unser Hubschrauber das Sägewerk überflogen hat. Sie haben sofort aufgehört und begonnen, die Maschinen abzubauen. Hier etwa wurde ein Motor abgebaut. Hätten wir 2 Tage länger gewartet, wäre die gesamte Ausrüstung hier weg gewesen. Hier haben sie zum Beispiel den Motor versteckt. Diese Maschine ist wichtig. Mit ihr werden die Stämme an die Säge gezogen. Eigentlich muss jeder holzverarbeitende Betrieb die legale Herkunft der Stämme nachweisen. Doch Korruption ist weit verbreitet und die kriminelle Energie groß angesichts des möglichen Gewinns. Wenn dieses Holz für das Ausland bestimmt war, kann man daran $2000 pro Kubikmeter verdienen. Je nachdem, wie es bearbeitet wird. Die Gewinnspanne ist riesig. Deshalb wird hier auch so viel investiert. Eine halbe Stunde nach Beginn der Razzia taucht plötzlich ein Mann auf. Er will sich erkundigen, was gerade geschieht, und wird im Gegenzug sofort ins Kreuzverhör genommen. Wem gehört denn dieses Grundstück? Das gehört meinem Vater. Und der erlaubt das Sägen der Stämme? Der weiß von nichts. Wie kann das sein? Hier steht schon lange alles still. Wir wissen von nichts. Ich bin erst gestern gekommen. Ich bin mit dem Laster da. Sie sind der Lkw-Fahrer? Was fahren Sie? Erde. Hier in der Gegend. Und Ihr Vater? Wie viele Mitarbeiter hat das Sägewerk? Keine Ahnung. Haben die Leute aus dem Dorf hier gearbeitet? Ja, von hier. Und wo kommt das Holz her? Ich glaube von irgendwelchen Waldbränden. Das Holz kann nicht von Waldbränden kommen. Es ist doch nicht verbrannt, sondern frisch. Wo ist das Holz her? Da habe ich keine Ahnung. Wieso wurden denn die Motoren hier abgebaut? Und wann? Ich sage doch, ich weiß von nichts. Seit wann hier alles stillsteht. Es war von gestern auf heute. Naja, Wir müssen Ihre Identität feststellen. Zuerst sind Sie hier der Beschuldigte. Sie sind aufgetaucht, wissen, wem das alles gehört und haben uns schon unterschiedliche Versionen der Geschichte erzählt. Sie haben uns auch nicht gesagt, dass Ihr Bruder mit drin hängt, was wir jetzt wissen. Ich will jetzt Ihre Dokumente sehen. Doch zuerst wird der plötzlich Verdächtige durchsucht. Die Vermutung: Der Mann hat seinen Laster mitgebracht, um die demontierten Teile des Sägewerks wegzuschaffen und sie damit vor der Umweltbehörde in Sicherheit zu bringen. Ich möchte gerne Ihre Ausweispapiere sehen und auch den Führerschein. ich habe keinen Führerschein. Wie fahren Sie LKW ohne Führerschein? Was für Dokumente haben Sie denn? Ich habe nur einen Personalausweis. Auch im LKW finden sich keine brauchbaren Dokumente oder Hinweise. So, dann muss ich Ihnen was erklären. Wie ist nochmal Ihr Name? Fernando. Herr Fernando, da Sie keine Dokumente haben, werden wir Sie auf das Revier bringen, um Sie dort ordentlich zu identifizieren. Sie müssen jetzt mitkommen, damit wir das ordentlich abwickeln. Wenn Sie keinen Ausweis finden, müssen wir das auf dem Revier machen. Da sich vor Ort auch nach Stunden niemand finden lässt, der für das illegale Sägewerk verantwortlich ist, bereitet die GEF die Zerstörung vor. Die Zerstörung führt zu einem sofortigen wirtschaftlichen Schaden. Dieser Verlust und ständige weitere Kontrollen werden dazu führen, dass sich dieses Gewerbe irgendwann einfach nicht mehr lohnt. Se manter uma atividade que eles não estão conseguindo lucrar.
Dann darf Herr Fernando zusehen, wie der mutmaßliche Familienbetrieb in Flammen aufgeht. Unschädlich machen statt beschlagnahmen. Das ist die neue Gangart des IBAMA beim Klimaschutz. Die wissen jetzt, wenn sie die ganze Investition noch einmal machen, werden wir wiederkommen und alles nochmal niederbrennen. Er wird es also hier nicht mehr versuchen und auch sonst keiner. Es sind wohl noch hunderte illegale Sägewerke wie dieses in Brasilien in Betrieb. Als Teil der zerstörerischen Infrastruktur der Holzmafia. Die kriminellen Abholzer schlagen regelmäßig zurück. Ende Oktober legen sie im Indianerreservat Araribóia mehrere Feuer. Wohl aus Rache, nachdem es zu Auseinandersetzungen zwischen Ureinwohnern und Holzfällern gekommen war. Bis zu 30 Kilometer lang ist die Feuerwalze. Das IBAMA schickt 4 Hubschrauber, 2 Flugzeuge und mehrere hundert Mann. Der Fußballplatz einer Indianersiedlung mitten im Schutzgebiet Araribóia ist die Einsatzzentrale im Kampf gegen die Flammen. Von hier aus werden die Feuerwehrleute an die Brandstellen geflogen. Im Dorf lebt der Stamm der Guajajara. Indigene Völker wie sie müssen nach der brasilianischen Verfassung geschützt werden. Sie sind die einzigen, die den Wald nutzen und in ihm jagen dürfen. Diese schlimme Lage mit dem Feuer hat uns sehr traurig gemacht. Wir haben viel Wald und viele Tiere verloren. Um uns für die Hilfe von außen zu bedanken, wollen wir etwas vorführen. 1901 hatten die Guajajara ihren letzten großen Krieg gegen den weißen Mann geführt und verloren. Heute hilft ihnen die Regierung, ihre Schutzgebiete zu verteidigen. Viele der alten Traditionen haben überlebt. Der Wald hier gehört doch nicht nur uns. Unser ganzes Land leidet unter so einem Waldbrand. Die gesamte Natur. Und die Klimaerwärmung wird schlimmer. Die ganze Welt leidet. Und deshalb brauchen wir Unterstützung. Tatsächlich, durch ihren riesigen Wasserhaushalt beeinflussen Amazoniens Wälder direkt das Weltklima. Die feuchte Vegetation und ihr Wolkendach schützen vor der weiteren Aufheizung unseres Planeten. Deshalb setzt Brasiliens Umweltbehörde fast alle ihre Mittel ein, um die weitere Urwaldvernichtung zu stoppen. Allerdings, das Geld ist knapp. Und Umweltschutz am Rande der Zivilisation ist teuer und für den brasilianischen Staat oft nicht bezahlbar. Zumindest ohne Unterstützung aus dem Ausland. Diese Animation des Brasilianischen Instituts für Weltraumforschung zeigt alle von Satelliten identifizierten Brandherde in Amazonien seit dem Jahr 2002. Je nach Jahreszeit schwappt eine Welle von Feuern durch das Land. Die Brände scheinen mit den trockeneren Perioden in der jeweiligen Region zu wandern. Die meisten dieser Feuer sind absichtlich gelegt, ein ökologisches Desaster. Im Indianerschutzgebiet Araribóia kommen auch Hubschrauber zum Löscheinsatz. Die erfahrenen Piloten versuchen, dem Feuer ganz nahe zu kommen. Aus aufblasbaren Wasserpools wird Nachschub geholt, um den dann direkt auf die Brandherde zu werfen. Eine teure und gefährliche Methode und oft eine fliegerische Meisterleistung. Die Guajajara haben beschlossen, sich jetzt selbst gegen die Holzfällermafia zu wehren und eine Truppe aus sogenannten Wächtern des Waldes aufgestellt.
Anführer und Vordenker der neuen Strategie, Häuptling José Edilvaldo Guajajara. Einige Brüder von uns sollen jetzt helfen, uns vor den Holzfällern zu beschützen. Sie werden sich mit Gewehren in den Hinterhalt legen. Sie werden warten und dann die Eindringlinge töten. Diese Beschützer von unserem Volk, den Guajajara. Sie werden zu den Holzfällern hingehen, auf sie warten und sie töten. Wir werden nicht reden, sondern schießen. Es droht eine Eskalation im Dschungel. Das SEK der Umweltbehörde hat derweil aus dem Hubschrauber in einer Stadt in der Nähe 2 weitere illegale Sägewerke entdeckt. Mit ihren Pickups ist die Spezialeinheit angerückt. Auch hier sind keine Besitzer oder Arbeiter zu sehen. Wir sind gerade erst angekommen. Dieses Sägewerk ist total illegal. Wenn es nach den Genehmigungen ginge, gäbe es hier überhaupt nichts. Hier wurde nie ein Antrag gestellt, Holz zu verarbeiten oder gar ein Herkunftsnachweis für die Stämme vorgelegt. Hier sind Preislisten aus dem September, eine Lohnliste. Folha de pagamento. 16 Personen haben hier gearbeitet. Hier die Produktionsmenge. Wie viel am Tag gesägt wurde. Im Schnitt 20 Kubikmeter. In einer Hütte, ein wenig abseits, werden die Sägebänder des Betriebes gelagert und immer wieder geschärft. Ich schätze, dass Sie hier mindestens 15 Stämme pro Tag sägen. Das ist wirklich eine große Menge. Da auch nach längerer Suche kein Mitarbeiter des Sägewerkes auffindbar ist, befragt Lima die Nachbarn. Ein älterer Mann gibt bereitwillig Auskunft. Wurde hier viel Holz abgeladen? Kamen hier viele Laster? Ja, da kamen schon viele. Und wo haben die das Holz her? Aus dem Wald der Indianer. Der Indianer? Ja, aus dem Indianergebiet. Fürs Protokoll wird jeder Stamm erfasst. Die Mittel, das Holz abzutransportieren, fehlen dem SEK. Die wertvollen Tropenholzstämme, sie werden wohl einfach liegen bleiben. Was wir jetzt noch erfahren haben, ist, dass es hier schon mal eine Kontrolle gab, wobei die gesamten Maschinen des vorherigen Besitzers beschlagnahmt wurden. Doch der Besitzer hat die Sägerei an jemanden verkauft, der dann neue Maschinen installiert hat. So läuft das. Wir kommen her und beschlagnahmen die Maschinen und sprechen eine Geldstrafe aus. Der Besitzer verkauft das Werk und jemand anders macht weiter. Das ist ein weiteres gutes Argument dafür, hier alles zu zerstören. Nur ein paar 100 Meter entfernt haben die IBAMA-Beamten ein zweites, mutmaßlich illegales Sägewerk entdeckt. Auch hier scheint der Betrieb erst mit Ankunft der Kontrolleure eingestellt worden zu sein. Da das Sägeband noch installiert ist, wurde hier bis vor kurzem gearbeitet und die Maschinen instand gehalten. Und das sind die Stämme. Und da hinten gibt es noch Holzkohleöfen. In ihnen werden die Reste des Holzes zu Kohle verkokelt. Die Kohlen werden dann an die Industrie verkauft. Mit einem kurzerhand beschlagnahmten Bagger geht einer der SEK-Beamten an die Arbeit. Die haben hier keine Genehmigung, Holzkohleöfen zu betreiben. Wir haben hier 15 aktive Öfen festgestellt. Diese Aktivität ist aber nur mit Genehmigung der verantwortlichen Umweltbehörde erlaubt. Diese Genehmigung liegt nicht vor. Die Aktivität darf unterbunden werden. Deshalb werden wir jetzt die Öfen zerstören. In den Kohlemeilern wird das Abfallholz geschichtet und dann eingemauert. Dann wird das Holz bei wenig Sauerstoffzufuhr und niedriger Temperatur verkokelt. Eine Methode, die Jahrtausende alt ist, aber trotzdem illegal.
Haben Sie das schon mal gemacht? Es ist das erste Mal, dass ich mit so einem Bagger gefahren bin. Das hat mir gerade einer beigebracht. Damit konnte ich all die Holzkohleöfen zerstören. Nur 15 Minuten hat die Aktion gedauert. Im anderen Sägewerk wird dann ein örtlicher Baggerfahrer rekrutiert. Sie machen das nicht aus eigenem Willen, sondern ich befehle es ihnen. Also hoch. Alle Ausrüstungsgegenstände und Maschinen werden mit dem Radlader kaputt gemacht. Oft sieht man nur die Umweltzerstörung und nicht, wie wir versuchen, die Umwelt zu bewahren. Wir hoffen, dass diese unsere Arbeit anerkannt wird und dass die ganze Welt sieht, wie wichtig das ist. Dass wir versuchen, die Zerstörung Amazoniens aufzuhalten, ist nicht nur wichtig für Brasilien, sondern für unseren ganzen Planeten. Dann wird wieder Feuer gelegt. Zerstören statt beschlagnahmen. Die neue Strategie der brasilianischen Umweltbehörde hat die Geschwindigkeit der Abholzung gedrosselt. Doch sie ist immer noch viel zu hoch. Europa, die USA und China sind die Hauptverursacher der globalen Erwärmung. Eigentlich müssten diese hauptsächlich für ihre Bekämpfung bezahlen. Die Arbeit an der Front machen die Männer des IBAMA gerne.